In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du erfolgreich Facebook-Werbung schaltest. Das Video ist in 3 Teile unterteilt. Am Anfang zeige ich dir, wie du ein neues Facebook Business Manager Konto erstellst und einrichtest. Damit kannst du dein komplettes Unternehmen verwalten. Zum Beispiel hast du die Möglichkeit, Mitarbeiter hinzuzufügen, du kannst darüber dein Werbekonto erstellen, du kannst eine Zahlungsmethode hinzufügen, einen Facebook-Pixel erstellen und ganz viele andere Sachen. Danach, in dem zweiten Teil, zeige ich dir, wie du den Facebook-Pixel datenschutzkonform auf deiner Webseite installierst und ich zeige dir, wie du eine Conversion für deine Produktverkäufe erstellst, damit du deine Facebook-Ads direkt für mehr Umsatz optimieren kannst. Am Ende, in dem letzten Teil, zeige ich dir natürlich, wie du eine Facebook-Ads-Kampagne erstellst. Ich führe dich einmal durch den kompletten Ablauf. Ich zeige dir verschiedene Tools, die deine Arbeit vereinfachen können. Ich zeige dir, wie du Zielgruppen und Werbeanzeigen testen kannst, weil das wirklich der beste Weg ist, um deine Facebook-Ads langfristig zu optimieren. Ich zeige dir, wie du die Performance auswertest und noch ganz viele andere Sachen. Für den Fall, dass du dich nur für einen bestimmten Teil interessierst, findest du unten in der Videobeschreibung auch nochmal eine Übersicht von den einzelnen Kapiteln. Dann kannst du einfach auf die Zeit klicken und das Video springt genau an diese Stelle. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch am besten direkt an. Gib dem Video vorher noch einen Daumen nach oben und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Unter business.facebook.com kannst du mit einem Facebook-Profil ein neues Business Manager-Konto erstellen oder wenn du nur ein Instagram-Konto hast, dann kannst du auch eine Business Suite erstellen. Der Business Manager und die Business Suite, das sind im Prinzip die gleichen Sachen. Die Business Suite, die richtet sich eher an kleinere Unternehmen. Damit sind die Funktionen so ein bisschen eingeschränkt, aber du kannst trotzdem ganz normal darüber Facebook- oder Instagram-Werbung schalten. Wenn du dich hier angemeldet hast, musst du in dem nächsten Schritt noch kurz deine E-Mail-Adresse bestätigen und verifizieren und anschließend wirst du in die Benutzeroberfläche weitergeleitet. Auf der Startseite findest du auf der linken Seite verschiedene Tools für den Fall, dass du mehrere Business Manager-Konten hast. Dann kannst du auch hier über den Pfeil oben links in der Ecke zwischen den verschiedenen Konten hin und her springen. Darunter findest du ein paar Shortcuts zu verschiedenen Tools, die du in der letzten Zeit benutzt hast. Und darüber findest du ein Hamburger-Symbol. Wenn du hier draufklickst, dann werden alle Tools angezeigt, die du über den Facebook Business Manager benutzen kannst. Und wenn bei dir die ganze Benutzeroberfläche ein bisschen anders aussieht, dann wurdest du wahrscheinlich in die Business Suite weitergeleitet. Da kommst du auch hin, wenn du wieder auf das Hamburger Symbol klickst, dann auf der rechten Seite auf die Meta Business Suite klickst und dann öffnet sich die Business Suite in einem neuen Tab. Hier sieht die Startseite ein bisschen anders aus. Auf der linken Seite findest du auch wieder die verschiedenen Tools. Und wenn du ganz gerne in den Business Manager wechseln möchtest, dann klickst du einfach unten links in der Ecke auf die Hilfe und dann sollte hier ein Button auftauchen, über den du den Business Manager öffnen kannst. Aber wie gesagt, die Funktionen sind eigentlich die gleichen. In der Business Suite kannst du auch ganz normal Facebook- und Instagram-Werbung schalten. Ich wollte dir das trotzdem einmal ganz kurz zeigen, weil das am Anfang auf jeden Fall ein bisschen verwirrend ist. Ich verstehe auch nicht, warum Facebook das nicht einheitlich macht, aber vielleicht wird das in Zukunft noch passieren. Dann findest du auf der Startseite auch noch eine kurze Übersicht von der Performance deines Werbekontos und von deinen Facebook-Seiten bzw. den Instagram-Konten. Die musst du natürlich vorher erst hinzufügen und wie du das machen kannst, das zeige ich dir als nächstes. Dafür musst du die Unternehmenseinstellungen öffnen. Das kannst du machen, indem du unten links auf das Zahnrad-Symbol klickst oder du wählst alle Tools aus und wenn die Unternehmenseinstellungen nicht unter den Shortcuts auftauchen, dann findest du das in dem ersten Abschnitt unter Unternehmen verwalten. In diesem Bereich kannst du dein ganzes Unternehmen organisieren. Auf der linken Seite findest du dafür verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel gibt es hier die Nutzer. Da kannst du sehen, welche Personen auf welche Werbekonten und auf welche Facebook-Seiten Zugriff haben. Du kannst weitere Personen hinzufügen, indem du auf den Button oben rechts in der Ecke klickst. Da musst du hier einfach die E-Mail-Adresse eingeben und dann kannst du über diesen Weg Mitarbeiter, Freelancer oder irgendwelche Marketingagenturen hinzufügen. Wenn du deinen Business Manager mit einem anderen Business Manager verknüpfen möchtest, dann kannst du das unter dem Partner machen. Hier kannst du zum Beispiel ein Business Manager-Konto von einer Marketingagentur hinzufügen und dann hat diese Marketingagentur auch automatisch
Zugriff auf die verschiedenen Werbekonten von dir. Dadurch kannst du die verschiedenen Zugriffe für bestimmte Assets einfach ein bisschen vereinfachen, weil du da nicht jede Person einzeln hinzufügen musst. Unter den Konten hast du die Möglichkeit, deine Facebook-Seite hinzuzufügen. Das solltest du auf jeden Fall machen, wenn du Facebook-Werbung schalten möchtest. Über den Button Hinzufügen kannst du entweder eine bestehende Seite hinzufügen, du kannst Zugriff auf eine Seite beantragen oder du hast auch die Möglichkeit, eine komplett neue Facebook-Seite über diesen Bereich zu erstellen. Wenn du das machst, ist es wichtig, dass du auch eine Person hinzufügst. Das kannst du machen, indem du auf Personen zuweisen klickst. Wenn du Facebook-Werbung schaltest, dann musst du nämlich auch eine Facebook-Seite auswählen und nur die Person, die hier angezeigt wird, hat auch die Möglichkeit, Facebook-Werbung für diese Facebook-Seite zu erstellen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass dein Name hier auch auftaucht. Aber wenn du sowieso der Admin von dem Facebook Business Manager bist, dann solltest du hier automatisch immer hinzugefügt werden. In diesem Bereich kannst du auch die Facebook-Seite wieder entfernen, indem du auf den Button oben rechts in der Ecke klickst. Und daneben hast du auch die Möglichkeit, dir die Facebook-Seite anzuschauen. Darunter gibt es die Werbekonten. Bei dir ist dieser Bereich wahrscheinlich auch noch leer. Hier hast du die Möglichkeit, wieder über den Button oben links in der Ecke ein neues Werbekonto hinzuzufügen. Oder wenn es ein bestehendes Werbekonto ist, dann kannst du auch Zugriff auf dieses Werbekonto beantragen. In einem neuen Konto kannst du nur ein Werbekonto erstellen. Deswegen ist das bei mir auch ausgegraut und ich kann kein weiteres Werbekonto erstellen. Langfristig sollte das aber möglich sein. Du brauchst dafür aber auch erstmal ein bisschen Aktivitäten in deinem Business Manager und du musst auch dein Unternehmen verifizieren. Wie das genau funktioniert, werde ich dir auch gleich zeigen. Oben rechts in der Ecke hast du auch wieder die Möglichkeit, den Werbeanzeigenmanager direkt zu öffnen, aber du kannst das auch ganz normal unter den Tools auf der linken Seite machen. Unter den Business Asset Gruppen hast du die Möglichkeit, eine Facebook-Seite mit einem Werbekonto und auch mit einem Facebook-Pixel zu verknüpfen. Das macht aber eigentlich nur Sinn, wenn du wirklich Facebook-Werbung für verschiedene Unternehmen schaltest und auch viele verschiedene Facebook-Seiten, Werbekonten und auch Facebook-Pixel in deinem Konto hast, damit du da einfach nichts durcheinander bringst. Wenn du eine App hast, dann kannst du die auch hier hinzufügen. Genau das gleiche gilt natürlich für ein Instagram-Konto. Wenn du Instagram-Werbung schalten möchtest, solltest du auch dein Instagram-Konto hier hinzufügen. Du solltest auch darauf achten, dass du hier als Person eingetragen bist, damit du das Konto in dem Werbeanzeigenmanager auswählen kannst. Und über den Button oben rechts kannst du das Instagram-Konto auch wieder entfernen. Dann gibt es auch noch Commerce-Konten. Hier befindet sich ein Konto, das ich für ein anderes Tutorial erstellt habe. Das brauchst du aber nur, wenn du einen Online-Shop hast und auch viele Produkte vertreiben möchtest und auch einen Facebook-Shop einrichten möchtest. Aber wenn du das nicht hast, dann kannst du in diesem Bereich auch erstmal überspringen. Genau das gleiche gilt auch für das WhatsApp-Konto. Wenn du darüber Werbung schalten möchtest, dann kannst du das hier auch hinzufügen. Und wie gesagt, bei allen Konten, die du in diesem Bereich hinzufügst, ist es immer wichtig, dass du dich auch als Person hinzufügst oder andere Personen hinzufügst, die mit diesen Konten arbeiten sollen. Darunter gibt es die Datenquellen. Das ist auch ein wichtiger Bereich. Zum Beispiel gibt es hier die Kataloge. Das ist einfach nur eine Liste mit verschiedenen Produkten. Das brauchst du aber auch nur, wenn du einen Online-Shop hast und du Facebook Shopping einrichten möchtest. Der Bereich Pixel ist ein ganz wichtiger Bereich. Der hat sich jetzt auch tatsächlich verschoben. Das findet man inzwischen unter den Datensätzen. Deswegen gehe ich da auch mal direkt hin. Und über einen Facebook-Pixel hast du die Möglichkeit, zu verfolgen, was nach dem Klick auf deine Facebook-Werbeanzeige passiert. Weil Facebook kann nur tracken, was auf der eigenen Plattform passiert. Du möchtest aber natürlich auch wissen, ob der Nutzer ein Produkt kauft oder sich in einem Kontaktformular einträgt. Diese Aktionen passieren auf deiner Webseite, also auf deiner Domain und nicht mehr auf Facebook. Und der Facebook-Pixel, das ist einfach nur ein Stück Code, den du auf deiner Webseite installieren musst. Und über diesen Code-Snippet werden dann die Aktionen auf deiner Webseite getrackt. Also ob eine Person zum Beispiel auf einen Button klickt oder ein Produkt kauft. Und diese Informationen werden dann wieder zurück an Facebook kommuniziert, damit du sehen kannst, über welche Werbekampagne oder über welche Anzeige diese Aktion zustande gekommen ist. Deswegen ist der Facebook-Pixel auch so wichtig, weil du darüber herausfinden kannst, ob deine Facebook-Ads erfolgreich sind oder nicht. Den Facebook-Pixel kannst du auch in diesem Bereich erstellen, indem du auf Hinzufügen klickst oder du hast die Möglichkeit, das Ganze in dem Events Manager zu machen. Und wie das genau funktioniert, das werde ich dir auch gleich zeigen. Die Offline-Event-Sets, die sind schon ein bisschen fortgeschrittener. Damit kannst du deine eigenen Daten hochladen und nachträglich Conversions sammeln. Es gibt auch selbstdefinierte Conversions. Das ist auch ein Teil, den du erstmal überspringen kannst. Ich werde dir gleich noch in Ruhe zeigen,
wie du Conversions einrichten kannst. Der Bereich Event-Quellengruppen, der ist veraltet. Dann gibt es auch noch geteilte Zielgruppen. Das werde ich dir später auch nochmal zeigen, wie du Zielgruppen erstellen kannst. Und in dem Bereich Business Creatives Ordner kannst du theoretisch Werbeanzeigen hochladen, also irgendwelche Bilder oder Videos, die du dann später verwenden kannst. Aber das kannst du auch alles direkt in den Werbeanzeigenmanager machen. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du dein Unternehmen verifizieren kannst. Das findest du in dem nächsten Abschnitt unter Brand Safety, indem du auf die Domains klickst. Und hier ist es ganz wichtig, dass du deine Domain verifizierst, weil ansonsten kann es passieren, dass deine Werbeanzeigen abgelehnt wird und im schlimmsten Fall wird dann auch dein Werbeanzeigenmanager gesperrt und du kannst keine Facebook-Ads mehr schalten. Die Domain kannst du verifizieren, indem du oben links auf Hinzufügen klickst. Wenn du das erste Mal Facebook-Werbung schaltest und deine Domain noch nie in irgendeinem anderen Business Manager benutzt wurde, dann klickst du auf Neue Domain erstellen. Und wenn sich deine Domain schon in einem anderen Business Manager befindet, dann musst du Zugriff auf diese Domain beantragen. In meinem Beispiel ist das eine neue Domain, deswegen wähle ich die zweite Option aus, trage hier den Domainnamen ein, klicke auf Hinzufügen. Die Domain wird dann hier direkt eingetragen. Der Status ist noch auf nicht verifiziert und das kannst du über verschiedene Optionen ändern. Entweder machst du das über einen HTML-Quellcode, den Code, den du dafür brauchst, den findest du hier oben. Den musst du dann einmal ganz kurz auf deiner Webseite hinzufügen. Alternativ kannst du auch das Stammverzeichnis anpassen oder den DNS-Eintrag ändern. Ich wähle die erste Option aus, kopiere mir hier den Code raus, gehe dann zurück in meinen Shopify Store, klicke auf den Online-Shop, wähle über die 3 Punkte Code bearbeiten aus und dann musst du die Theme Liquid Datei öffnen und den Code zwischen den Head-Tags platzieren. Bei mir befindet sich hier schon ein Tag für den Google Tag Manager und auch für Cookiebot, also ein Cookie-Banner. Ich füge den Code ganz am Ende ein, deshalb gebe ich hier kurz den schließenden Head-Tag ein, klicke auf Next. Dann wird er hier markiert und dann füge ich den Code hier ein. Darüber befindet sich auch schon eine weitere Verifizierung für Google. Die Facebook-Verifizierung befindet sich genau darunter. Das speicherst du dann ab und viel mehr musst du dann auch nicht mehr machen. Die Verifizierung kann bis zu 72 Stunden dauern. Ich klicke einfach mal auf Domain verifizieren. Vielleicht geht das auch schon etwas schneller. Hier gibt es jetzt eine Fehlermeldung, wahrscheinlich weil mein Shop noch mit einem Passwort geschützt ist. Das muss ich natürlich erstmal entfernen, indem ich auf Konfigurieren klicke. Das Passwort habe ich entfernt, dann klicke ich nochmal auf Domain verifizieren und dann wird mir hier direkt eine Bestätigung angezeigt. Diesen Schritt solltest du unbedingt machen, bevor du Facebook-Werbung schaltest, weil ansonsten kann es wirklich passieren, dass dein Werbekonto direkt gesperrt wird. Und wenn dir das einmal passiert ist, dann ist es unglaublich nervig und auch schwierig, das wieder rückgängig zu machen. Die nächsten Bereiche kannst du überspringen, die sind am Anfang nicht wirklich wichtig, also die Registrierung und auch die Integration. Unter Abrechnung und Zahlung kannst du eine Zahlungsmethode hinzufügen. Das solltest du auf jeden Fall auch machen. Wenn du hier draufklickst, dann öffnet sich der Einstellungsbereich in einem neuen Tab. Hier kannst du dir deine verschiedenen Werbekonten angucken und auch die Zahlungsmethode einsehen. Genau das gleiche kannst du auch für ein WhatsApp-Business-Konto machen, für den Fall, dass du so etwas hast. Unter den Zahlungsmethoden kannst du eine Kreditkarte für dein Business Manager Konto hinzufügen und diese Zahlungsmethode kannst du dann auch einem Werbekonto hinzufügen. Bei den Bezahlmethoden gibt es verschiedene Optionen. Ich kann nur eine Debit- oder Kreditkarte auswählen. Manchmal hat man auch die Möglichkeit, ein PayPal-Konto auszuwählen, aber davon würde ich dir auf jeden Fall abraten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man mit einem PayPal-Konto schneller gesperrt wird. Deswegen würde ich dir empfehlen, eine Kreditkarte zu benutzen, falls du die Möglichkeiten hast. Unter den Zahlungsaktivitäten kannst du dann deine ganzen Transaktionen einsehen. Du kannst hier ein bestimmtes Datum auswählen und dann siehst du auch, wann welche Zahlung fällig ist. Diesen Tab, den kann ich wieder schließen, damit ich wieder in die Unternehmenseinstellungen gelange. Das ist auch eine Sache, die in dem Facebook Business Manager ein bisschen verwirrend ist. Es gibt manche Tools, die sich immer in einem anderen Tab öffnen. Manchmal wirst du auch in die Facebook-Suite weitergeleitet und dann springt das immer ein bisschen hin und her. Das ist ein bisschen nervig, aber da kann man leider auch nichts gegen machen. In dem Security Center hast du die Möglichkeit, eine 2-Stufen-Authentifizierung zu aktivieren.
Das solltest du auf jeden Fall machen, weil Facebook-Konten auch häufig gehackt werden und das kann dir auch dabei helfen, dass dein Werbekonto nicht bei irgendwelchen Fehlern direkt gesperrt wird. Es kann auch sein, dass du in diesem Bereich noch eine Verifizierung machen musst und wenn das bei dir der Fall ist, dann findest du hier auch alle wichtigen Informationen dazu. Außerdem hast du auch die Möglichkeit, einen Administrator noch hinzuzufügen. Das solltest du machen, wenn du da die Möglichkeiten hast, für den Fall, dass irgendetwas mit deinem Konto passiert, damit eine weitere Person noch die ganzen Einstellungen anpassen kann. Der Bereich Anfragen ist eigentlich nur relevant für Personen, die mit einer Marketingagentur oder mit einem Freelancer zusammenarbeiten. Hier findest du dann eine Benachrichtigung, wenn irgendjemand anderes zum Beispiel auf deine Facebook-Seite oder auf deinen Werbeanzeigenmanager zugreifen möchte. Solche Anfragen solltest du natürlich auch nur bestätigen, wenn du auch weißt, wer diese Person ist. Aber wenn du zum Beispiel mit einer externen Person zusammenarbeiten möchtest und diese Person Zugriff auf dein Konto beantragt hat, dann kannst du das in diesen Bereich akzeptieren oder auch ablehnen. Unter den Benachrichtigungen kannst du einstellen, bei welchen Updates du eine Benachrichtigung per E-Mail bekommst. Ich denke, das ist alles soweit selbsterklärend. Da würde ich dir einfach empfehlen, dass du da einmal kurz durchgehst und dann die Sachen auswählst, die für dich auch relevant sind. Dann gibt es auch noch den Bereich Unternehmensinfos und hier solltest du auf jeden Fall deine ganzen Unternehmensdetails hinzufügen. Du hast auch die Möglichkeit, eine Unternehmensverifizierung durchzuführen. Das kann dir theoretisch auch noch dabei helfen, dass dein Konto nicht sofort gesperrt wird, wenn zum Beispiel eine Anzeige abgelehnt wird. Wenn du auf die Details ansehen klickst, dann findest du hier auch alle wichtigen Informationen, die dafür benötigt werden. Deswegen kannst du dir das natürlich anschauen, wenn das für dich relevant ist. In diesem Bereich siehst du auch, wie viele Werbekonten du aktuell in deinem Business Manager Konto erstellen kannst. Am Anfang kannst du immer nur ein Werbekonto erstellen, aber wenn du wirklich langfristig keine Probleme mit deinem Business Manager hast und dich immer an die Richtlinien hältst und da keine Abmahnung bekommst, dann kann es sein, dass du später eventuell auch mehrere Werbekonten hinzufügen kannst. Ansonsten kannst du in diesem Bereich auch dein Business Manager Konto komplett löschen. Das kannst du über den Button oben rechts in der Ecke machen. Und wenn du zum Beispiel nur ein Mitarbeiter in einem Business Manager Konto bist, dann hast du auch die Möglichkeit, über diesen Weg diesen Business Manager dauerhaft zu verlassen. Das waren alle wichtigen Grundeinstellungen, die du vorher auf jeden Fall durchführen solltest. Wichtig ist, dass du ein Werbekonto in deinem Business Manager hast. Deine Facebook-Seite solltest du auf jeden Fall hinzufügen und wenn du auf die Seite und auf das Werbekonto Zugriff hast und du hier als Nutzer auftauchst, dann hast du auch die Möglichkeit, dafür Werbung zu schalten. Vorher solltest du auf jeden Fall den Facebook Pixel installieren. Das kannst du machen, indem du wieder oben links auf alle Tools klickst, dann den Events Manager öffnest und wie du dich in dieser Benutzeroberfläche zurechtfindest, das zeige ich dir als nächstes. In dem Events Manager kannst du einen neuen Pixel erstellen, indem du auf der linken Seite auf Datenquellen verbinden klickst. Wenn du eine Webseite hast, dann wählst du einfach Web aus, klickst auf Verknüpfen und dann kannst du hier den Namen von deinem Pixel angeben. Anschließend wird der Pixel unter den Datenquellen angezeigt. Ich habe hier zum Beispiel auf der linken Seite schon einen Beispielpixel und der wichtige Teil, den du gleich für die Installation benötigst, das ist die Datensatz-ID. Das ist eine Nummer, die du hier unten rechts findest. Die kannst du dir dann einfach rauskopieren und dann gleich bei der Installation einfügen. Ich werde die Installation mit dem Google Tag Manager machen. Es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Wege, über die du den Facebook Pixel installieren kannst. Wenn du auf die Partnerintegration klickst, dann findest du hier ganz viele verschiedene Anbieter mit verschiedenen Lösungen, wie man das machen kann. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, welche Plattform du für deine Webseite benutzt. Ich werde in diesem Beispiel einen Shopify Store verwenden und auch in Shopify gibt es dafür ganz viele verschiedene Apps, die man verwenden kann. Wenn du in dem Shopify App Store zum Beispiel Facebook Pixel eingibst, dann gibt es hier ganz viele verschiedene Apps, die du für die Installation benutzen kannst. Das Problem ist nur, dass die Installation über so eine App in den meisten Fällen nicht datenschutzkonform ist. Der Facebook Pixel darf nämlich nur ausgelöst werden, wenn ein Nutzer auch sein Einverständnis gegeben hat. Und die Einwilligung kann ein Nutzer über einen Cookie-Banner tätigen. Ich benutze dafür den Cookie-Banner von Cookiebot. Den kannst du auch für eine kleine Webseite komplett kostenlos benutzen. Und ein weiterer Vorteil von Cookiebot ist, dass du damit den Google Consent Mode, der ab März Pflicht wird, relativ einfach installieren kannst. Und über den Consent Mode kannst du dann auch einrichten,
dass der Facebook-Pixel nur ausgelöst wird, nachdem ein Nutzer auch sein Einverständnis gegeben hat. Ich habe dazu auch schon ein Tutorial veröffentlicht, wie du das alles einrichtest und wie du den Cookie-Banner installierst, und den Link dazu, den findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wie schon gesagt, ich werde den Facebook-Pixel mithilfe des Google Tag Managers auf der Seite installieren. Das hat einfach den Vorteil, dass du auch noch weitere Tracking-Codes relativ einfach auf deiner Seite installieren kannst, wie zum Beispiel Google Analytics oder das Google Ads Conversion Tracking. Und du kannst mit dem Google Tag Manager auch einfach überprüfen, ob das Tracking funktioniert, beziehungsweise wenn es irgendwo Fehler gibt, dann kannst du das auch mit dem Google Tag Manager relativ einfach herausfinden. Deswegen brauchst du auf jeden Fall ein Google Tag Manager Konto. Das kannst du dir kostenlos unter tagmanager.google.com erstellen. Danach klickst du einfach auf Konto erstellen, und wie du das alles hier einrichtest, das zeige ich dir als nächstes. Ich habe in diesem Konto schon ein paar Tags erstellt, zum Beispiel für Google Analytics 4 und auch für das Google Ads Conversion Tracking, und den Google Consent Mode für den Cookie Banner, den habe ich hier auch eingerichtet. Und wenn du das noch machen musst, findest du den Link dazu auch in der Videobeschreibung. Eine weitere Voraussetzung ist, dass du in deinem Shopify Store auch einen Data Layer installiert hast. Wie du das machen kannst, findest du auch in dem Video, das ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. In Shopify ist das relativ einfach. Du musst dafür einfach nur einen Code auf der Checkout-Seite hinzufügen. Das ist zum Beispiel der Code. Aber wie gesagt, wie du das alles einrichtest, das findest du auch in dem Video unten in der Videobeschreibung. Für den Fall, dass du eine WordPress-Webseite benutzt, gibt es dafür auch ein Plugin, mit dem du ein Data Layer relativ einfach hinzufügen kannst. Das Plugin heißt GTM for WordPress von Thomas Geiger, und wenn du hier auf die Einstellungen klickst und danach die Integration auswählst, auf WooCommerce klickst und dann hier bei Track E-Commerce den Haken setzt, dann wird automatisch ein Data Layer auf deiner Webseite hinzugefügt und du kannst die Verkäufe mithilfe des Data Layers tracken. Ich weiß, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Du brauchst auf jeden Fall einen Cookie-Banner auf deiner Webseite, damit der Facebook-Pixel auch nur ausgelöst wird, nachdem ein Nutzer sein Einverständnis gegeben hat. Und wenn du die Verkäufe auf deiner Webseite tracken möchtest, dann brauchst du dafür ein Data Layer. Wenn du die Sachen erfolgreich installiert hast, kannst du in dem Google Tag Manager unter den Tags oben rechts in der Ecke auf Neu klicken. Und in der Tag-Konfiguration klickst du als nächstes auf die Community-Vorlagen, weil es in dem Google Tag Manager leider keine Vorlage für den Facebook Pixel gibt. Die Vorlage musst du zuerst über die Community-Vorlagen hinzufügen. In der Suche gibst du einfach Facebook Pixel ein und dann wählst du die erste Vorlage von Facebook Archive aus. Das bestätigst du nochmal kurz, und in dieser Vorlage musst du deine Facebook Pixel ID eintragen. Die findest du wieder in dem Events Manager unter der Datensatz-ID. Die kopierst du dir kurz raus, gehst wieder zurück in den Tag Manager und fügst die hier ein. Unter den erweiterten Einstellungen wählst du dann noch aus, dass dieser Tag nur einmal pro Seite ausgelöst wird, und damit das Ganze auch datenschutzkonform ist, musst du nochmal auf die Einstellung zur Nutzereinwilligung klicken, auf zusätzliche Einwilligung klicken und dann hier Analytics Storage auswählen. Das ist eine Einstellung von dem Google Consent Mode, und damit wird der Tag auch erst ausgelöst, nachdem ein Nutzer seine Einwilligung gegeben hat. Als Trigger kannst du das Cookie Consent Update Ereignis auswählen. Das musst du natürlich zuerst erstellen, und auch diese Information findest du in dem Video, das ich dir unten verlinkt habe. Diesen Tag nennst du dann einfach Facebook Pixel, speicherst das Ganze ab und dann hast du den Facebook Pixel auch schon auf deiner Seite installiert. Das kannst du überprüfen, indem du auf In Vorschau ansehen klickst. Dann öffnet sich der Tag Assistant in einem neuen Fenster. Du musst dir deine Domain eintragen, auf Connect klicken und dann öffnet sich deine Webseite in einem neuen Tab. In dem Tag Assistant kannst du dann überprüfen, bei welchem Seitenaufruf welcher Tag ausgelöst wird. Auf der linken Seite findest du immer die Seitenaufrufe. Das ist aktuell die Startseite, auf der ich mich auch hier befinde, und dann wird zum Beispiel aktuell nur der Tag für den Cookie-Bot und eine Conversion-Verknüpfung ausgelöst, aber Google Analytics und auch der Facebook-Pixel, die werden noch nicht ausgelöst, weil ein Nutzer auch noch keine Einwilligung gegeben hat. Dafür muss ein Nutzer zuerst die Cookies akzeptieren. Wenn ich zum Beispiel auf Alle zulassen klicke, dann wieder zurück in den Tag Assistant gehe, findest du auf der linken Seite ein Event für den Consent, also für die Einwilligung.
Und dann wurde auch hier der Facebook-Pixel ausgelöst. Du kannst dich jetzt ganz normal auf deiner Webseite bewegen. Zum Beispiel kann ich hier auch ein Produkt auswählen, das in den Warenkorb legen, mir den Warenkorb anzeigen lassen, auschecken und dann kann ich hier einen kurzen Testkauf durchführen. Dafür muss ich die Testkäufe natürlich auch erstmal aktivieren, beziehungsweise bei mir ist der Testmodus auch schon aktiviert. Deswegen kann ich den Testkauf auch direkt abschließen, die Bezahlung bestätigen und am Ende werde ich auf die Bestätigungsseite weitergeleitet. Das kannst du in dem Tech Assistant überprüfen. Auf der linken Seite findest du ganz oben die Danke-Seite, auf der ich mich auch gerade befinde. Hier wurde jetzt zum Beispiel das Purchase-Event für Google Analytics 4 ausgelöst und auch ein Purchase-Event für Google Ads. Der Facebook-Pixel wird hier natürlich auch noch ganz normal ausgelöst. Auf der Checkout-Seite kann leider in Shopify nichts getrackt werden. Auf der Warenkorb-Seite wurde der Facebook-Pixel auch ausgelöst. Auf der Produktseite wurde der Facebook-Pixel auch ganz normal ausgelöst. Und ganz am Ende habe ich wieder die Startseite, die ich mir am Anfang auch schon angeschaut hatte. Es gibt auch eine Chrome-Erweiterung, die du benutzen kannst. Das ist der Meta Pixel Helper, den kannst du dir auch kostenlos installieren. Und wenn hier eine 1 angezeigt wird, beziehungsweise der Page View hier auch mit grün und einem Haken angezeigt wird, dann bedeutet es, dass der Facebook Pixel funktioniert. Und hier findest du auch nochmal deine Pixel-ID, mit der du das Ganze überprüfen kannst. Als nächstes möchte ich dir auch noch zeigen, wie du einen Produktkauf mit dem Facebook Pixel tracken kannst. Weil wenn du Facebook Ads schalten möchtest, dann möchtest du wahrscheinlich auch mehr Produktverkäufe darüber erzielen. Dafür ist es wichtig, dass du das Data Layer installiert hast. Das kann ich dir auch kurz in dem Tech Assistant zeigen. Wenn ich hier zum Beispiel auf der Danke-Seite auf das Data Layer klicke, dann finde ich hier in dem Data Layer die ganzen Produktinformationen. Also zum Beispiel den Produktwert, die Währung und auch eine Transaktions-ID. Und für diese Daten musst du als nächstes eine Variable in dem Google Tag Manager erstellen. Das kannst du machen, indem du auf der linken Seite die Variablen auswählst. Bei mir befindet sich hier zum Beispiel schon eine Data Layer Variable für die Transaktions-ID und auch für den Wert. Ich kann hier auch einmal ganz kurz draufklicken und das Einzige, was du hier machen musst, du musst den Namen der Datenschicht-Variable hinzufügen. Bei mir ist das e-commerce.value und diesen Namen findest du, indem du das Data Layer auswählst. In der Datenschicht-Variable befinden sich immer sogenannte Keys. Zum Beispiel ist E-Commerce ein Key. Das ist zum Beispiel der erste Wert, den du eintragen musst. Und dann musst du einen Punkt hinter E-Commerce setzen und dann den zweiten Key auswählen, der den Wert hat, den du ganz gerne in Facebook auch übertragen möchtest. Und in meinem Fall ist das der Value, deswegen lautet der Name e-commerce.value. Wenn du das eingerichtet hast, dann kannst du wieder auf die Tags klicken, einen neuen Tag auswählen. In der Tag-Konfiguration wählst du wieder den Facebook-Pixel aus. Du musst deine Facebook-Pixel-ID wieder eintragen, die findest du in dem Events Manager. Die kopiere ich mir hier kurz raus, trage die hier ein. Und bei dem Eventnamen wählst du diesmal nicht ein Pageview-Event aus, sondern das Purchase-Event. Und wenn du möchtest, dass auch der Warenkorbwert in Facebook angezeigt wird, dann musst du als nächstes auf die Object Properties klicken. Hier klickst du auf Add Property. Unter dem Property-Namen schreibst du Value rein. Und unter dem Property Value klickst du auf das Lego-Symbol, weil du darüber auch die Variablen auswählen kannst, die du vorher schon erstellt hast. Und dann wählst du hier die Datenschicht-Variable für den Wert aus und darüber wird automatisch der Wert dynamisch an Facebook weitergegeben. Genau das gleiche kannst du auch für die Währung machen. Zum Beispiel kann ich hier Currency reinschreiben und dann als Wert Euro eintragen, weil in meinem Online-Shop zum Beispiel nur mit Euro bezahlt werden kann. Wenn du in deinem Online-Shop mehrere Währungen akzeptierst, dann musst du hierfür natürlich auch wieder eine Data Layer Variable erstellen, damit die Währung auch immer dynamisch weitergegeben wird. Dann musst du am Ende in den erweiterten Einstellungen den Consent Mode aktivieren, indem du auf zusätzliche Einwilligung klickst. Und diesmal wähle ich Ad Storage aus, weil es sich dabei um das Conversion Tracking handelt und nicht einfach nur der Webseitenbesucher getrackt wird. Unter dem Trigger benutzt du das Purchase Event, das musst du natürlich vorher auch noch erstellen. Dieses Event wird auch durch das Data Layer ausgelöst, das kann ich dir auch in dem Tech Assistant nochmal zeigen. Zum Beispiel befinde ich mich hier wieder auf der Danke-Seite. Und wenn ich hier ein bisschen nach unten scrolle, dann wird hier das Purchase Event angezeigt und dieses Event wird auch nur hier angezeigt, weil ich vorher das Data Layer installiert habe. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du auch das Data Layer richtig installierst, weil ansonsten funktioniert das alles nicht. Diesen Tag nenne ich Facebook Event
Purchase und dann speichere ich das Ganze ab. Das kann ich jetzt auch wieder in dem Vorschau-Modus überprüfen. Dafür schließe ich erstmal den alten Vorschau-Modus, starte den neuen Vorschau-Modus wieder von vorne, klicke auf Connect und dann werde ich wieder auf die Startseite weitergeleitet. Du hast auch die Möglichkeit, das Conversion Tracking oder den Facebook Pixel generell in dem Events Manager zu überprüfen. Dafür klickst du einfach auf der linken Seite neben der Übersicht auf Events testen. In dem unteren Bereich trägst du dann deinen Domainnamen ein, klickst auf Webseite öffnen und dann öffnet sich die Seite auch nochmal in einem neuen Fenster. Über den Metapixel wird noch keine Aktivität angezeigt. Das liegt daran, dass ich in dem Google Tag Manager die ganzen Tags und Trigger auch erstmal veröffentlichen muss. Das kannst du machen, indem du oben rechts auf Senden klickst. Der Version kannst du einen Namen geben. Zum Beispiel kannst du hier Facebook Pixel reinschreiben und das Ganze dann über den Button oben rechts in der Ecke veröffentlichen. Wenn ich dann wieder zurück auf den Events Manager gehe und unter Events testen die Webseite nochmal neu öffne, dann den Metapixel nochmal mir anschaue, die Seite aktualisiere, dann wird hier komischerweise tatsächlich immer noch nichts angezeigt. Ich kann das auch in dem Events Manager nochmal überprüfen, ob hier schon irgendwas angezeigt wurde. Ja, tatsächlich werden hier noch keine Aktivitäten angezeigt. Das kann sich natürlich auch ein bisschen oder manchmal dauert das einfach ein bisschen. Deswegen musst du da einfach ein bisschen geduldig sein. Es werden hier auf jeden Fall schon Aktivitäten empfangen. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass hier gleich die ersten Events angezeigt werden. Ich überprüfe jetzt erstmal den Produktkauf in dem Tag Assistant. Hier wird der Facebook Pixel wieder ganz normal auf der Startseite angezeigt. Das Facebook Purchase Event befindet sich hier auch. Und wenn ich jetzt nochmal ein Produkt in den Warenkorb lege und den Produktkauf abschließe, dann kann ich wieder den Tag Assistant öffnen, den letzten Seitenaufruf mir anschauen und dann wird auch hier das Facebook Purchase Event ganz normal ausgelöst. Auf der Checkout-Seite kann ich wie immer nichts tracken. Auf der Produktseite wurde das Facebook Purchase Event noch nicht ausgelöst. Deswegen sieht das schon mal ganz gut aus und es scheint alles zu funktionieren. Dann kann ich nochmal zurück in den Events Manager gehen und tatsächlich tauchen hier jetzt auch die ganzen Ereignisse auf. Das Pageview Event, das wird ganz normal über den Facebook Pixel ausgelöst. Es gibt hier auch ein paar Button-Click-Events, die werden automatisch erstellt. Aber es gibt hier auch das Event für den Produktkauf. Das ist natürlich ganz wichtig. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich auch, dass hier der Wert, also die 29,99 € an Facebook ganz normal weitergegeben werden. Und dieser Wert wird auch immer dynamisch angepasst, je nachdem, wie hoch der Warenkorbwert ist. Das solltest du auf jeden Fall nochmal gegenprüfen, indem du einen Opt-out machst. Dafür schließe ich nochmal den Vorschau-Modus. Öffne den Vorschau-Modus nochmal von vorne, klicke wieder auf Connect und dann gehe ich nochmal in die Cookie-Einstellungen, klicke auf Einwilligung ändern und der Facebook-Pixel befindet sich in der Statistik-Cookie-Gruppe und das Purchase-Event befindet sich in der Marketing-Cookie-Gruppe. Ich wähle diesmal alle Cookies ab, beziehungsweise ich kann auch einfach auf Ablehnen klicken. Dann lege ich wieder ein Produkt in den Warenkorb, klicke auf Auschecken, trage hier die ganzen Bezahlinformationen ein, bestätige den Produktkauf. Und wenn ich dann den Tag Assistant öffne und den letzten Seitenaufruf mir anschaue, dann wird hier auch kein Pixel oder kein Tracking-Code ausgelöst. Das kann ich auch nochmal für die Produktseite überprüfen, wenn ich die auswähle. Dann wird hier auch kein Facebook-Pixel oder kein Google Analytics ausgelöst. Dann gehe ich nochmal weiter nach unten auf die Cookie-Einstellungen. Da habe ich gerade die Cookie-Einstellungen angepasst, deswegen wird hier der Facebook-Pixel und Google Analytics auch noch ausgelöst, aber danach nicht mehr. Deswegen scheint das alles funktioniert zu haben. Das kann ich in dem Events Manager auch nochmal überprüfen. Hier werden jetzt wieder die letzten Aktivitäten angezeigt. Das Purchase-Event, das wurde hier zum Beispiel nicht ausgelöst. Und auch das Pageview-Event, das ist von den Cookie-Einstellungen und das wurde nach dem Opt-out dann auch nicht mehr getrackt. Das scheint alles zu funktionieren. In dem Google Tag Manager musst du dann deine Tags auch noch veröffentlichen für den Fall, dass du das noch nicht gemacht hast. Und anschließend hast du dann auch die Möglichkeit, eine Facebook-Ads-Kampagne zu starten und du kannst dann auch die Kampagne direkt für deine Produktverkäufe optimieren. Wie das genau funktioniert, das möchte ich dir auch als nächstes zeigen. Vorher kann ich die ganzen Tabs hier schließen, die brauche ich erstmal nicht mehr. Und die Facebook-Ads-Kampagne, die kannst du in dem Werbeanzeigen-Manager erstellen. Da kommst du hin, indem du auf der linken Seite alle Tools auswählst und dann auf den Werbeanzeigen-Manager klickst. Hier gibt es 3 verschiedene Bereiche, einmal die Kampagnen, die Anzeigengruppen und die Werbeanzeigen.
Auf der Kampagnenebene kannst du festlegen, welches Ziel du mit deiner Facebook-Kampagne erreichen möchtest. Also zum Beispiel mehr Produktverkäufe oder mehr Klicks auf deine Webseite. In den Anzeigengruppen kannst du einstellen, wer deine Werbung sehen soll, also welche Zielgruppe du damit erreichen möchtest. Und in den Werbeanzeigen kannst du festlegen, wie deine Werbung aussieht, also was die Leute dann tatsächlich auf Facebook sehen können. Ansonsten findest du in diesem Bereich dann auch später eine Zusammenfassung von deiner Kampagne mit verschiedenen Werten. Die kannst du hier nachträglich auch noch anpassen, das werde ich dir auch nochmal zeigen. Und wenn du eine neue Kampagne erstellen möchtest, kannst du das über den grünen Button oben links in der Ecke machen. Bevor ich das mache, würde ich dir aber empfehlen, dass du deine Werbeanzeige schon vorbereitest. Dafür gibt es auch ein paar Tools, die ich dir noch zeigen möchte, die die ganze Arbeit etwas vereinfachen. Und das erste Tool, das ich dir zeigen möchte, ist die Facebook Ads Library. Den Link dafür findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung und was du hier machen kannst. Du kannst zum Beispiel ein Land auswählen, du kannst eine Anzeigenkategorie auswählen, zum Beispiel alle Werbeanzeigen, und dann kannst du in der Suche ein bestimmtes Thema oder Produkt angeben und dann werden dir alle Facebook-Ads zu diesem Thema angezeigt. Das ist alles öffentlich verfügbar und du kannst dich mit Hilfe von diesen Werbeanzeigen so ein bisschen inspirieren lassen. Du kannst auch so ein bisschen Reverse Engineering machen, dass du dir die Anzeigen anschaust. Du kannst dir die Landingpage von dem Unternehmen angucken, was die benutzen. Gerade bei größeren Unternehmen ist das wirklich interessant, weil die wirklich viel Geld in die Werbung investieren. Es werden viele verschiedene Sachen getestet und deswegen kannst du dich auch so ein bisschen darauf verlassen, dass die Sachen, die diese Unternehmen auch machen, dass die gut getestet wurden und dass die vor allem auch funktionieren. Ich werde in der Facebook-Kampagne, die ich gleich erstellen werde, einen Solar-Powerbank bewerben. Deswegen kann ich das hier einfach mal eingeben und dann gucken, was mir angezeigt wird. Insgesamt gibt es knapp 200 Ergebnisse. Die kannst du auch noch weiter filtern, indem du auf den Button oben rechts klickst. Dann kannst du hier auch nochmal Deutsch als Sprache auswählen. Du kannst die Werbetreibenden sortieren, wenn du das machen möchtest. Wenn du zum Beispiel nur Instagram-Werbung schalten möchtest, dann ist das natürlich auch interessant, den Haken bei Instagram zu setzen. Die Werbeformate kannst du hier auch auswählen. Also wenn du zum Beispiel ein Video ganz gerne benutzen möchtest oder dir Bilder angucken möchtest. Du kannst auswählen, ob die Werbung noch aktiv sein soll oder schon archiviert wurde. Und du kannst auch noch ein Datum festlegen. Für dieses Produkt wurden überwiegend Videos verwendet. Es gibt ja auch teilweise ein paar Bilder und auch viele Kundenrezensionen sehe ich hier in den Werbeanzeigen beziehungsweise in den Texten. Und ja, da kannst du dich einfach mal in deiner Branche so ein bisschen umschauen, was da verwendet wird, was für Texte benutzt werden, vor allem auch was für Werbeanzeigen benutzt werden. Und wenn du auf den Button klickst, dann wirst du auch auf die Landingpage weitergeleitet und dann kannst du dir auch hier anschauen, wie die Landingpage aufgebaut ist und dann kannst du auch gucken, ob du vielleicht etwas an deiner Landingpage noch optimieren kannst. Ich würde dir empfehlen, dass du auch immer auf das Datum achtest. Hier ist zum Beispiel eine Werbeanzeige, die war nur 2 Tage aktiv. Da wurde wahrscheinlich irgendetwas getestet. Die Performance war wahrscheinlich nicht ganz so gut und deswegen wurde die Anzeige dann auch wieder abgeschaltet. Diese Anzeige lief deutlich länger, was immer ein ganz gutes Zeichen ist, dass das wohl auch ganz gut funktioniert hat. Und deswegen ist die Facebook-Werbebibliothek ein ganz guter Startpunkt, wenn du Facebook-Ads schalten möchtest. Für die Werbeanzeigen brauchst du natürlich auch Werbetexte. Entweder kannst du das alles selber machen, du kannst jemanden einstellen, der das für dich macht, oder du benutzt einfach ChatGPT. Innerhalb von ChatGPT gibt es sogenannte GPTs, die sind schon vorprogrammiert und können bestimmte Aufgaben durchführen. Natürlich gibt es auch ganz viele verschiedene GPTs für Facebook-Ads. Wenn ich das zum Beispiel in der Suche eingebe, dann werden mir hier ganz viele verschiedene Copywriter angezeigt, die ich verwenden kann. Und ich habe zum Beispiel den Facebook Ads Copywriter von Community Builder getestet und das Ergebnis war wirklich nicht schlecht. Den einzigen Input, den ich gegeben habe, ist: Bitte schreib mir eine Ad für einen Solar Powerbank. Und dann habe ich hier direkt 3 verschiedene Anzeigetexte bekommen. Die erste Anzeige mit einem speziellen Angebot, mit einer Headline, einer Subheadline, ein kompletter Ad-Text und auch ein Call to Action. Der GPT hat mir sogar Anweisungen gegeben, was ich für ein Bild verwenden soll und welche Farbpalette, wie das Layout aussehen soll, wo ich den Text platzieren soll und welche Schriftart ich benutzen soll. Und dann gab es auch noch 2 weitere Textbeispiele, einmal für ein bestimmtes Feature und in der letzten Anzeige wurde ein bestimmter Painpoint hervorgehoben. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Startpunkt. In Facebook Ads ist es sowieso wichtig, dass du immer verschiedene Sachen versuchst zu testen
Und ich habe hier jetzt direkt 3 verschiedene Anzeigentexte bekommen, die ich gegeneinander testen kann. Am Ende wurde ich sogar gefragt, ob ich Beispielbilder für diese Adsets haben möchte. Die sind aber nicht wirklich gut geworden. Hier sieht man natürlich ganz klar, dass das von der KI erstellt wurde. Deshalb würde ich für die Bildererstellung eine andere Plattform benutzen und eine Software, die du kostenlos benutzen kannst, und das ist Canva. In Canva gibt es über 200.000 verschiedene Vorlagen für Facebook-Werbeanzeigen. Die kannst du natürlich auch filtern nach bestimmten Kategorien, nach bestimmten Stilen, nach einem bestimmten Thema, nach bestimmten Funktionen. Und jede Anzeige kannst du natürlich auch individuell anpassen. Du kannst den Text austauschen, du kannst die Bilder austauschen und das Ganze dann mit deinem Branding anpassen. Die Bedienung ist auch wirklich einfach. Du brauchst dafür absolut keine Vorkenntnisse. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, findest du auf meinem Kanal auch ein Canva-Tutorial, das ich dir hier nochmal verlinken kann. Bei den Anzeigen solltest du natürlich auch auf die richtige Größe achten. Dafür gibt es auch einen Hilfeartikel von Facebook. Wenn du zum Beispiel ein Bild benutzen möchtest, dann muss das Bild zum Beispiel eine bestimmte Auflösung haben. Du kannst JPEG oder PNG-Bilder benutzen. Bei anderen Werbeformaten, zum Beispiel bei dem Video, sieht das wieder ein bisschen anders aus. Vor allem, wenn du viel Geld in eine Videoproduktion steckst, dann solltest du dir diesen Teil auf jeden Fall angucken, um auch sicher zu gehen, dass alles im richtigen Format aufgenommen wird. Und diesen Beitrag findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du die Kampagne einrichtest. Deswegen gehe ich wieder zurück in den Werbeanzeigenmanager. Die ganzen Tabs, die kann ich hier schließen. Und dann klicke ich als nächstes oben links in der Ecke auf den Button Erstellen. Bei mir fehlen noch ein paar Kontoinformationen. Das kann ich aber erstmal ignorieren, weil das sowieso nur ein Testkonto ist. Aber wenn bei dir hier noch irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt werden, dann sollst du die natürlich möglichst schnell beheben, damit du auch deine Facebook-Ads live schalten kannst. Und wenn du eine neue Kampagne erstellst, dann musst du am Anfang zuerst ein Kampagnenziel festlegen. Wenn du das Ziel hast, Produkte zu verkaufen, dann solltest du auf jeden Fall immer den Umsatz als Kampagnenziel auswählen. Der Algorithmus ist wirklich gut da drin, die richtigen Leute zu finden, und es ist doch egal, ob das ein neues Konto ist. Du kannst auf jeden Fall mit dem Umsatz starten, wenn du auch das Ziel hast, Produkte zu verkaufen. Wichtig ist natürlich, dass du auch den Umsatz richtig tracken kannst. Deswegen musst du natürlich eine Conversion dafür einrichten, aber wie das genau funktioniert, das habe ich dir ja schon gezeigt. Und für den Fall, dass du ganz gerne mehr Kontaktanfragen über Facebook sammeln möchtest, dann kannst du in dem Beispiel die Leads auswählen. Alle anderen Kampagnenziele machen eigentlich keinen Sinn. Vor allem Bekanntheit, das wird eigentlich so gut wie nie benutzt. Das benutzen wahrscheinlich nur Leute, die wenig oder keine Ahnung von Facebook-Ads haben. Auch die Traffic-Kampagne oder das Kampagnenziel Traffic würde ich auch nie benutzen. Du kriegst dadurch natürlich Traffic oder viel Traffic auf deine Webseite, aber die Qualität von den Webseitenbesuchern ist dann auch meistens qualitativ nicht hochwertig. Interaktion kann teilweise Sinn machen, wenn du vorhast, mehr Follower zu gewinnen oder wenn du möchtest, dass die Leute mit deinem Beitrag interagieren. Und die App-Promotion, die brauchst du natürlich nur, wenn du eine App bewerben möchtest. Ich wähle in diesem Beispiel den Umsatz aus und bestätige das dann mit weiter. Die Advanced Plus Shopping Kampagne, das ist ein neues Feature. Damit wird einfach die Kampagnenerstellung ein bisschen vereinfacht. Zum Beispiel wird die Platzierung und das Alter schon vorher eingestellt. Ich würde dir aber empfehlen, die manuelle Konfiguration auszuwählen, weil du damit auch alles individuell einstellen kannst. Dann öffnet sich ein neuer Arbeitsbereich. Auf der linken Seite findest du wieder eine Übersicht von deiner ganzen Kampagne. Ganz oben befindet sich die Kampagne, darunter befindet sich die Anzeigengruppe und in der Anzeigengruppe befindet sich dann die Anzeige. Das werde ich jetzt einmal Schritt für Schritt durchlaufen. Natürlich fangen wir auf der obersten Ebene an, nämlich die Kampagnenebene. Und das Erste, was du machen musst, du musst deiner Kampagne einen Namen geben. Dafür gibt es verschiedene Vorlagen. Das sind einfach nur bestimmte Platzhalter. Zum Beispiel kann ich hier auf Komponente hinzufügen klicken, dann ein Kampagnenfeld auswählen und zum Beispiel auf das Ziel klicken. Dann wird automatisch das Kampagnenziel in den Kampagnennamen hinzugefügt. Das kannst du benutzen. Ich mache das aber immer ganz gerne manuell, indem ich hier einfach das Ziel direkt an den Anfang schreibe und dann dahinter das Produkt, das ich in dieser Kampagne bewerben möchte. Bei mir ist das der Solar Powerbank, deswegen schreibe ich das hier rein. Und darunter musst du angeben, ob dein Produkt in einer bestimmten Produktkategorie ist. Das gilt allerdings nur für Kredite, Jobangebote, Wohnraum oder politische Themen. Wenn das bei dir nicht zutrifft, dann kannst du das einfach überspringen. Aber wenn du in einer von dieser Kategorie bist,
dann musst du das hier auf jeden Fall angeben. Für den Fall, dass du einen Produktkatalog hast, kannst du das hier aktivieren, ansonsten kannst du das auch überspringen. Bei einem AB-Test kannst du verschiedene Sachen gegeneinander testen, also zum Beispiel verschiedene Bilder oder verschiedene Texte oder verschiedene Zielgruppen. Das macht auf jeden Fall Sinn, aber ich würde dir empfehlen, das einfach eigenständig einzurichten und nicht diese AB-Testfunktion zu benutzen. Der letzte Punkt in den Kampagneneinstellungen ist noch wichtig, weil du hier festlegen kannst, wie das Budget in der Kampagne verwendet werden soll. Wenn du das aktivierst, dann bedeutet es, dass du ein Budget auf der Kampagnenebene festlegst, und wenn du den Haken entfernst und das nicht aktivierst, dann bedeutet es, dass du ein Budget auf der Anzeigengruppenebene festlegen kannst. Ein Budget auf der Anzeigengruppenebene solltest du verwenden, wenn du verschiedene Sachen testen möchtest. Also zum Beispiel verschiedene Werbeanzeigen oder verschiedene Zielgruppen. Das sollte auch dein Ziel sein, wenn du Facebook-Ads schaltest, weil der Facebook-Algorithmus, der funktioniert wirklich gut, das Kampagnenziel auch zu erreichen. Und wenn du verschiedene Sachen testest, dann hast du damit auch die Möglichkeit, deine ganze Kampagne oder deine ganzen Facebook-Ads zu skalieren, weil du alles, was gut funktioniert, weiterlaufen lässt bzw. das Budget erhöhst, und alles, was nicht funktioniert, das schaltest du wieder ab. Und wenn du ein Budget auf der Anzeigengruppenebene verwendest, dann kannst du zum Beispiel eine Anzeigengruppe erstellen, indem du eine bestimmte Werbeanzeige testest, und in einer anderen Anzeigengruppe benutzt du eine andere Werbeanzeige. Beide Werbeanzeigen haben dadurch das gleiche Budget. Die Ergebnisse werden nicht verwässert, weil beide Werbeanzeigen das gleiche Budget haben, und dann kannst du gucken, welche Werbeanzeige besser performt, und die andere Werbeanzeige, die schaltest du dann ab. Das kannst du auch mit einem relativ kleinen Budget machen. Pro Anzeigengruppe kannst du zum Beispiel 5 Euro nehmen. Der Algorithmus braucht auch nur 3 bis 5 Tage ungefähr, um gute Ergebnisse zu sammeln, und über so einen Weg kannst du dann deine Facebook-Ads auch langfristig optimieren. Deswegen solltest du am Anfang immer ein Budget auf der Anzeigengruppenebene verwenden, damit du verschiedene Sachen testest. Und wenn du die Daten hast, die belegen, dass bestimmte Werbeanzeigen oder bestimmte Zielgruppen besser performen, dann kannst du diese Zielgruppen und Anzeigengruppen in einer weiteren Kampagne benutzen. Das kann dann zum Beispiel eine Skalierungskampagne sein, und in dieser Kampagne kannst du das Advanced Kampagnenbudget verwenden. Dann versucht der Algorithmus, die möglichst besten Ergebnisse auf Kampagnenebene zu erzielen. Das bedeutet dann, dass eine Anzeigengruppe zum Beispiel 80% des gesamten Budgets verbraucht und eine andere Anzeigengruppe nur 20%. Aber wenn du in so einer Kampagne nur Werbeanzeigen und Zielgruppen verwendest, die du vorher getestet hast und bei denen du weißt, dass die gut performen, ist das ein ganz guter Weg, diese Kampagne dann auch zu skalieren, indem du dann einfach das Budget alle paar Tage um 10, 20 oder 30% erhöhst. Wenn du das erste Mal Facebook-Werbung schaltest, dann würde ich dir aber empfehlen, dass du das Budget auf der Anzeigengruppenebene verwendest. So werde ich das jetzt auch erstmal einstellen, und dann kannst du zum Beispiel verschiedene Werbetexte oder verschiedene Bilder oder Videos in deinen Anzeigen gegeneinander testen. Das bestätigst du dann über den Button Weiter unten rechts in der Ecke. Und in dem nächsten Schritt kannst du dann deine Anzeigengruppe definieren. Direkt am Anfang musst du wieder deine Anzeigengruppe benennen. Hier solltest du einfach deine Zielgruppe reinschreiben oder eine bestimmte Werbeanzeige, wenn du das gegeneinander testen möchtest. Das kannst du aber auch am Ende machen. Ich werde jetzt erstmal mit den nächsten Einstellungen weitermachen. Zum Beispiel muss ich hier eine Conversion festlegen. Ich möchte ganz gerne eine Conversion über die Webseite tracken. Ich habe nämlich den Online-Shop, und darüber möchte ich natürlich die Produktverkäufe steigern, deswegen wähle ich das aus. Das Performance-Ziel ist auch schon richtig eingestellt. Hier solltest du auch die Conversions auswählen, wenn du die Produktverkäufe steigern möchtest. Darunter ist es wichtig, dass du auch den richtigen Pixel auswählst, damit die Conversions auch richtig getrackt werden. Das Conversion-Event, das sollte dann natürlich auch der Kauf sein. Wichtig ist, dass das auch richtig konfiguriert wurde, und das Kostenziel pro Ergebnis, das kannst du erstmal überspringen. Wenn du später weißt, wie teuer eine Conversion ungefähr ist, dann kannst du das hier natürlich auch hinzufügen, und dann versucht der Facebook-Algorithmus auch dieses Ziel pro Conversion zu erreichen. Die Attributionseinstellungen, die passen auch soweit. Darüber kannst du einfach nur einstellen, wie lange ein Verkauf zurückverfolgt wird. Also wenn zum Beispiel eine Person an einem Tag deine Werbeanzeige sieht und 2 Wochen später erst das Produkt kauft, ob das dann noch nachträglich getrackt werden soll. Das kannst du über die Attribution konfigurieren. Ich kann hier allerdings maximal 7 Tage einstellen, deswegen musst du da eigentlich nichts anpassen. Bei der dynamischen Anzeigengestaltung kannst du verschiedene Bilder und Überschriften hinzufügen, und Facebook kombiniert dann die ganzen Bilder mit den Überschriften, die du hinzufügst, und erstellt automatisch verschiedene Anzeigen. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, aber das Problem ist, dass du nicht wirklich weißt, welche Anzeige am besten performt.
Deswegen würde ich dir auch empfehlen, dass du das einfach manuell einstellst, damit du dich auf die Daten auch richtig verlassen kannst und weißt, welche Anzeigentexte und welche Bilder am besten performen. Bei dem Budget kannst du wirklich klein anfangen. Wenn du mehrere Anzeigengruppen gegeneinander testest, dann würde ich ungefähr 5 € benutzen. Das Ganze lässt du 3 bis 5 Tage laufen. Dann hast du eigentlich auch ausreichend Ergebnisse und kannst sagen, welche Anzeige besser performt und welche Metriken und KPIs du dir dafür anschauen musst. Das werde ich dir gleich auch nochmal zeigen. Ein Start- und Enddatum kannst du auch hinzufügen. Das kannst du aber auch individuell einstellen und jederzeit die Kampagne aktivieren oder pausieren und natürlich auch genau das Gleiche für die Anzeigengruppen festlegen. Deswegen kannst du diesen Teil auch überspringen. Über die Budgetplanung kannst du vorab festlegen, dass dein Werbebudget an bestimmten Tagen erhöht wird. In einer Testkampagne macht das aber keinen Sinn. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, diesen Schritt zu überspringen. Danach kommt der interessante Teil. Hier kannst du nämlich deine Zielgruppe eingrenzen, indem du auf den Button Bearbeiten klickst. Die Standorteinstellungen, ich denke, das ist klar. Hier kannst du ein Land auswählen. Du kannst auch bestimmte Städte nur auswählen oder einen bestimmten Radius. Das kannst du auch alles machen. Du kannst auch mehrere Standorte gleichzeitig hinzufügen. Du musst dafür einfach nur die Suchfunktion benutzen und hier dann deinen Standort eintragen. Du hast auch die Möglichkeit, Standorte auszuschließen, indem du einfach auf den Pfeil nach unten klickst und dann Ausschließen auswählst. Dann könnte ich hier zum Beispiel Berlin eintragen und dann würde das bedeuten, dass die Werbung in ganz Deutschland ausgespielt wird, aber nicht in Berlin. Theoretisch kannst du auch total granular arbeiten und eine sogenannte Stecknadel benutzen. Das findest du unten rechts in der Ecke. Wenn du hier draufklickst, dann kannst du die Stecknadel irgendwo auf der Karte platzieren, einen Radius noch auswählen und dann wird die Werbung in diesem Bereich ausgespielt. Wenn du einen Standort wieder entfernen möchtest, dann klickst du einfach auf das X auf der rechten Seite und dann habe ich jetzt aktuell gar nichts ausgewählt, deswegen füge ich nochmal Deutschland hinzu und habe jetzt ganz Deutschland als Standort ausgewählt. Es gibt auch noch zusätzliche Einstellungen. Hier kannst du zum Beispiel bestimmte Sprachen auswählen. Wenn deine Anzeigen in Deutsch sind oder auf Deutsch geschrieben sind, dann kannst du hier natürlich auch die richtige Sprache auswählen, damit du einfach sicher gehst, dass die Leute, die deine Werbeanzeigen sehen, auch die Sprache beherrschen. Du kannst das Alter festlegen. Wenn das für dich relevant ist, dann kannst du das natürlich auch hier anpassen. Aber ich würde dir auch empfehlen, nicht zu viele Einstellungen zu treffen, dass du deine Zielgruppe wirklich sehr granular machst, weil der Facebook-Algorithmus, der ist wirklich gut darin, die richtigen Leute zu finden. Und wenn du deine Zielgruppe zu sehr einschränkst, dann ist es auch schwieriger für den Facebook-Algorithmus, die richtigen Leute zu finden. Eine Custom Audience ist eine Zielgruppe, die du vorher noch erstellen musst. Zum Beispiel kannst du eine Custom Audience für deine ganzen Webseitenbesucher machen oder für alle Personen, die schon mal etwas in deinem Online-Shop gekauft haben. So eine Zielgruppe kannst du dann theoretisch auch ausschließen, wenn du zum Beispiel nur Neukunden über deine Facebook-Ads generieren möchtest. Und wie du solche Zielgruppen erstellst, das werde ich dir auch gleich nochmal zeigen. Darunter kannst du das Interessen-Targeting einstellen. Es gibt hier eine neue Funktion, die heißt Advanced Plus Audience. Darüber werden deine Zielgruppen automatisch hinzugefügt. Du kannst natürlich ein paar Zielgruppenvorschläge hinzufügen, die dem Facebook-Algorithmus dabei helfen können, die richtige Zielgruppe auch zu finden. Diese Funktion ist auch noch relativ neu. Ich habe damit persönlich noch nicht so super gute Erfahrungen gemacht, aber ich würde es einfach mal testen. Zum Beispiel kannst du dann eine Anzeigengruppe benutzen, indem du eine Advantage Plus Audience benutzt und in einer anderen Zielgruppe benutzt du dann eine eigene Zielgruppe, die du selber definiert hast. Bei den Werbeanzeigen sollst du dann natürlich auch genau die gleiche Werbeanzeige benutzen, damit du dich auch auf die Daten verlassen kannst und wirklich sehen kannst, welche Zielgruppe mit dieser Werbeanzeige besser performt. Wenn dir das noch etwas zu heikel ist und du der KI nicht so wirklich vertraust, dann kannst du auch auf die ursprünglichen Zielgruppenoptionen wechseln. Das musst du dann nochmal kurz bestätigen und dann findest du hier die ganz normalen Zielgruppeneinstellungen. Du kannst hier eine gespeicherte Zielgruppe verwenden, die musst du natürlich vorher auch noch erstellen. Ich habe hier in dem Konto zum Beispiel schon ein paar vordefinierte Zielgruppen von einem anderen Tutorial oder du gehst einfach auf das detaillierte Targeting und dann kannst du hier irgendwelche Demografien, Interessen oder Verhaltensweisen eintragen. Auf der rechten Seite siehst du auch, wie groß deine Zielgruppe ungefähr ist. Diese hier ist zum Beispiel knapp 41 oder knapp 40 Millionen. Darunter kannst du sehen, welche Ergebnisse du ungefähr mit deinem Budget erreichen kannst, das du vorher festgelegt hast. Und ich würde dir empfehlen, dass du hier eine Zielgruppe verwendest, die eine Größe von mindestens 2 Millionen hast.
weil alles andere, was kleiner ist, das ist dann schwer zu skalieren. Da ist die Zielgruppe einfach sehr schnell aufgebraucht. Viele Leute benutzen auch gar kein Targeting mehr. Aber wenn du erstmal ein bestimmtes Interesse hinzufügen möchtest, dann würde ich dir hier auch empfehlen, einfach irgendein breites Interesse zu benutzen. In meinem Beispiel möchte ich einen Solar-Powerbank benutzen. Das sind Leute, die viel draußen sind, also im Outdoor-Bereich unterwegs sind. Deswegen gebe ich hier einfach mal Outdoor ein und dann habe ich hier ganz viele verschiedene Interessen, die mir angezeigt werden und dann kann ich hier zum Beispiel das erste Interesse einfach mal auswählen und habe jetzt hier eine Größe von etwas über 20 Millionen, was auf jeden Fall ein super Startpunkt ist. Die Zielgruppe kannst du auch noch weiter eingrenzen, indem du zum Beispiel auf Ausschließen klickst und dann kannst du hier Studenten eintragen. Die meisten Studenten benutzen wahrscheinlich gar kein Facebook mehr, aber wenn ich hier das einmal auswähle, dann ist die Zielgruppe minimal kleiner geworden. Du hast auch die Möglichkeit, deine Zielgruppe genauer zu definieren. Wenn du hier drauf klickst, dann ist das eine sogenannte Und-Funktion. Das bedeutet, dass deine Zielgruppe sich für Outdoor-Sport interessieren muss. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch noch interagierende Käufer hinzufügen. Das ist eine Zielgruppe, die innerhalb der letzten Tage ein Produkt online gekauft hat, was natürlich auch in meinem Interesse ist. Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Leute auch meine Produkte kaufen. Und dann hat sich die Zielgruppe auch ziemlich stark verringert. Die ist jetzt zwischen 4 und 5 Millionen groß, was für den Anfang wirklich eine perfekte Größe ist. Wie gesagt, alles über 2 Millionen, das ist wirklich super, aber es sollte auch nicht zu groß sein. Vorher waren das knapp 20 bis 30 Millionen, das ist auf jeden Fall zu groß. Aber 4 bis 5 Millionen, das ist ein ganz guter Startpunkt. Deswegen ist es wichtig, dass du hier auch genauer definieren auswählst. Wenn ich das zum Beispiel wieder entferne und hier oben die interagierenden Käufer auswähle, dann siehst du, dass die Zielgruppe nochmal ein bisschen größer sogar wird, weil das keine Unfunktion ist und das bedeutet, dass jetzt alle Leute in meiner Zielgruppe sich entweder für den Outdoor-Bereich interessieren müssen oder interagierende Käufer sind. Deswegen ist es eben so wichtig, dass du genauer definieren auswählst, wenn du das Ziel hast, mehrere Zielgruppen miteinander zu kombinieren. Dann scrolle ich weiter nach unten. Hier gibt es dann nochmal die Spracheinstellung. Du hast auch die Möglichkeit, diese Zielgruppe zu speichern, wenn du die später nochmal verwenden möchtest. Dann kannst du hier zum Beispiel draufklicken, dieser Zielgruppe einen Namen geben. Hier kann ich zum Beispiel Outdoor und Käufer.de für Deutschland reinschreiben, das Ganze speichern. Und wenn du dann später eine neue Kampagne erstellst oder eine neue Anzeigengruppe erstellst, dann kannst du einfach auf die gespeicherte Zielgruppe klicken und dann wird diese Zielgruppe mit allen Einstellungen auch hier angezeigt. Unter Begünstigter und Zahlender musst du eintragen, wer von diesen Facebook-Ads profitiert. Wenn du ein Einzelunternehmen hast, dann musst du hier natürlich deinen Namen eintragen. Wenn du ein Unternehmen hast, dann musst du hier deinen Unternehmensnamen eintragen. Das ist eine Richtlinie, die von der Europäischen Union beschlossen wurde, damit einfach mehr Transparenz herrscht. Und wenn du hier nichts einträgst, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass deine Werbeanzeigen abgelehnt werden. Deswegen solltest du dieses Feld auf jeden Fall ausfüllen. Unter den Platzierungen kannst du festlegen, wo deine Werbung ausgespielt werden soll. Bei den Advantage Plus Platzierungen entscheidet Facebook, wo deine Werbung angezeigt werden soll. Wenn du auf die manuelle Platzierung klickst, dann kannst du das alles individuell einstellen. Zum Beispiel kannst du hier festlegen, dass deine Werbung nur auf Facebook ausgespielt werden soll, aber nicht auf Instagram und auch nicht in dem Messenger. Und auch die Platzierungen innerhalb von der Plattform kannst du hier noch einstellen. Zum Beispiel kannst du hier nur den Facebook-Feed auswählen, den Marketplace entfernen, den Video-Feed entfernen oder die rechte Spalte auch noch entfernen und das dann individuell einstellen, so wie du das ganz gerne haben möchtest. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein, aber wenn das für dich egal ist, dann kannst du auch hier die Advantage Plus Funktion benutzen, damit du den Algorithmus da nicht unnötig einschränkst und auch eine größere Reichweite hast. Wenn das alles passt, kannst du das mit weiter bestätigen. Am Ende solltest du deine Anzeigengruppe natürlich auch nochmal richtig benennen. Ich habe hier jetzt zum Beispiel eine Outdoor-Zielgruppe und Käufer habe ich hier auch noch drin. Ich möchte in dieser Kampagne ganz gerne verschiedene Werbeanzeigen, also verschiedene Creatives testen. Deswegen schreibe ich hier hinter auch nochmal Angebot. Warum? Das werde ich dir gleich nochmal zeigen. In dieser Anzeigengruppe möchte ich nämlich eine Anzeige testen, die ein Angebot hat und dann erstelle ich auch gleich noch eine weitere Anzeigengruppe mit einer anderen Werbeanzeige. Aber wie gesagt, das werde ich dir gleich alles in Ruhe zeigen. Das kannst du dann mit weiter bestätigen und dann wirst du in den letzten Punkt weitergeleitet, indem du deine Werbeanzeige definieren kannst. Am Anfang musst du wieder den Namen festlegen. Ich schreibe hier
Angebot rein. Wenn es in deiner Werbeanzeige eine Zusammenarbeit mit irgendjemand anderen gibt, dann kannst du das hier aktivieren. Deine Facebook-Seite musst du natürlich auswählen, wenn die hier nicht angezeigt wird. Dann hast du die wahrscheinlich in dem Business Manager noch nicht hinzugefügt oder du hast vergessen, dich als Nutzer hinzuzufügen. Genau das gleiche musst du für das Instagram-Konto machen. Wenn du hier aber nichts hast, dann wird automatisch die Facebook-Seite verwendet. Aber es macht natürlich Sinn, hier auch ein Instagram-Konto auszuwählen, wenn du das hast, damit die Leute auch das Instagram-Konto besuchen können. In der Anzeigenkonfiguration kannst du die Werbeanzeige ganz normal in diesem Bereich erstellen. Du hast auch die Möglichkeit, einen vorhandenen Beitrag zu verwenden, den du vorher auf deiner Facebook-Seite veröffentlicht hast. Oder du kannst einen Mockup aus dem Creative Hub verwenden. Aber in den meisten Fällen erstellst du wahrscheinlich ganz normal eine Werbeanzeige. Du kannst die Werbeanzeige auch später in einen Post auf deiner Facebook-Seite umwandeln und wie das funktioniert, das werde ich dir auch gleich noch zeigen. Wenn du deine Produkte in einem Katalog hast, kannst du das hier auswählen. Ansonsten benutzt du einfach den manuellen Upload für deine Bilder oder für deine Videos, die du verwenden möchtest. Das Format musst du festlegen, also ob du zum Beispiel ein Bild verwendest, ein Video. Es gibt auch ein Karussell, das sind 2 oder mehr scrollbare Bilder oder Videos. Und es gibt auch eine Collection. Das ist eine Gruppe von Elementen, die dann zusammen angezeigt werden. Natürlich macht es auch hier Sinn, verschiedene Formate zu testen. Das kannst du auch wieder machen, indem du mehrere Anzeigengruppen erstellst. Die Multi-Advertiser-Ads würde ich tatsächlich deaktivieren. Das klingt auf jeden Fall ganz gut, dass deine Werbung zusammen mit ähnlichen Anzeigen ausgespielt wird und dass man dadurch einfach noch mehr Leute erreichen kann. Ich habe das tatsächlich getestet, die Ergebnisse waren aber nie besser. Deswegen kannst du das natürlich auch selber testen, damit du da auch einfach deine eigenen Daten sammelst. Aber ich würde dir erstmal empfehlen, das zu deaktivieren, damit dein Werbebudget einfach effizienter eingesetzt wird. Danach geht es weiter mit der Anzeigengestaltung. Hier kannst du dein Bild oder dein Video hochladen. Du kannst einen primären Text festlegen. Du kannst auch verschiedene Textoptionen hinzufügen. Dann rotiert das einfach so ein bisschen und Facebook testet verschiedene Anzeigentexte. Hier wäre ich aber auch tatsächlich ein bisschen vorsichtiger, wenn du wirklich vorhast, verschiedene Anzeigentexte gegeneinander zu testen, weil du ansonsten nicht weißt, welcher Text eigentlich besser performt als andere. Deswegen würde ich diese Funktion auch erstmal nicht benutzen. Ich habe meine Anzeigentexte über ChatGPT erstellt, deswegen füge ich die hier ganz kurz ein. In der ersten Werbeanzeige möchte ich ganz gerne das Angebot testen. Die Texte, die sollst du natürlich auch noch versuchen, so ein bisschen individuell anzupassen, wenn die nicht zu 100% stimmen. Für die Testkampagne ist das aber in Ordnung, deswegen kopiere ich hier kurz die Texte raus und füge die hier ein. Das Bild für die Werbeanzeige habe ich auch hochgeladen, das ist einfach nur ein ganz normales Standardbild. Hier kannst du auch nochmal überprüfen, dass das Verhältnis einigermaßen passt. Du kannst das hier auch noch anpassen, wenn du möchtest, oder auch individuell nochmal zuschneiden und das Ganze dann mit weiter bestätigen. Wenn du möchtest, kannst du auch noch alle Optimierungen aktivieren. Da werden die Anzeigen minimal angepasst, wenn Facebook denkt, dass dadurch die Performance besser wird. Ansonsten kannst du das auch einfach mit fertig bestätigen. Auf der rechten Seite siehst du dann auch eine Anzeigenvorschau. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass die Überschrift nicht zu lang ist. Bei mir wird hier zum Beispiel die Überschrift abgeschnitten. Das solltest du auf jeden Fall verhindern. Zum Beispiel kann ich hier den letzten Teil einfach rausnehmen, damit das nicht abgeschnitten wird. Und dann sieht das auch schon deutlich besser aus. Eine weitere Sache, die du hinzufügen kannst, das sind die Infolabels. Wenn du hier draufklickst, dann kannst du zum Beispiel den kostenlosen Versand hinzufügen. Wenn das für dich natürlich relevant ist, es gibt hier auch noch Optionen, die du hinzufügen kannst, dass der Versand zum Beispiel ab einem bestimmten Preis erst kostenlos ist und die Versanddauer kannst du auch noch hinzufügen. Die Labels werden dann unter deiner Anzeige ausgespielt. Auf der rechten Seite siehst du ein Beispiel, wie das ungefähr aussieht und du hast auch die Möglichkeit, die Zahlungsoptionen hinzuzufügen oder die Rückgaberichtlinien. Den zweiten oder das zweite Label entferne ich wieder. Bestätige das mit weiter. In dem nächsten Schritt kannst du auch noch bestimmte Unternehmensinformationen hinzufügen oder Social Cues, also einfach so ein paar Social Proof Merkmale, die halt zeigen, wie viele Instagram-Follower du zum Beispiel hast. Wenn du eine große Reichweite hast oder viele Follower, dann kannst du das natürlich aktivieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich das wahrscheinlich deaktivieren. Und wie das Ganze dann aussieht, das findest du dann auch nochmal auf der rechten Seite. Da kannst du dann wieder verschiedene Optionen oder verschiedene Beispiele dir anzeigen lassen und dann entscheiden, ob das für dich Sinn macht oder nicht. Ich bestätige das erstmal mit fertig und am Ende musst du natürlich auch noch deine Website-URL hinzufügen. Das sollte natürlich die Produktseite sein, wo ein Nutzer auch das Produkt direkt kaufen kann. Den Link kannst du auch noch anpassen, was dann tatsächlich in der Anzeige ausgespielt werden soll. Wenn du zum Beispiel irgendeinen komischen Link hast, der sehr lang ist,
dann kannst du das hier auch nochmal anpassen, damit das einfach ein bisschen professioneller aussieht. Und wenn du möchtest, dass die Leute dich anrufen oder dich über WhatsApp kontaktieren, dann kannst du das hier auch noch hinzufügen. Die URL-Parameter, das ist auch noch interessant. Hier kannst du zum Beispiel als Quelle Facebook eintragen. Dann ändert sich der Link. Das kannst du benutzen, wenn du zum Beispiel Google Analytics nutzt. Und dann wird auch innerhalb von Google Analytics der Facebook-Traffic, der über deine Werbeanzeige kommt, in Google Analytics angezeigt. Und dann kannst du da auch so ein bisschen die Performance nochmal verfolgen und auswerten. Genau das Gleiche kannst du für das Kampagnenmittel machen, für den Kampagnennamen oder auch für den Kampagneninhalt, also die Werbeanzeige. Und diese ganzen Daten, die werden dann auch in Google Analytics angezeigt. Das bestätigst du dann mit Anwenden. Alternativ kannst du auch direkt deine Website-URL anpassen. Ich benutze dafür immer ganz gerne eine Vorlage, die ich hier nochmal ganz kurz reinkopieren kann. Da sind dynamische Werte teilweise vorhanden. Zum Beispiel wird der Kampagnenname dynamisch hier immer eingetragen und auch der Name von der Anzeigengruppe wird hier dynamisch hinzugefügt. Das kannst du hinzufügen, musst du aber nicht. Aber wie gesagt, wenn du Google Analytics 4 benutzt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier UTM-Parameter hinzuzufügen, damit die Performance auch in Google Analytics angezeigt wird. Wenn du Menschen in einer anderen Sprache erreichen möchtest, dann kannst du das hier natürlich auch aktivieren. Das macht aber eigentlich keinen Sinn. Ich würde dann lieber eine separate Kampagne dafür erstellen. Bei dem Tracking ist es ganz wichtig, dass hier auch dein richtiger Pixel eingestellt ist. Die URL-Parameter kannst du theoretisch auch hier unten eintragen und nicht direkt hinter der Website-URL eintragen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich bevorzuge das tatsächlich hier unten nochmal einzustellen, weil das dann einfach ein bisschen sauberer ist und dann wird das auch automatisch hinter der URL hinzugefügt. Das ist tatsächlich auch alles, was du hier einstellen kannst. Bei mir wird noch eine Fehlermeldung angezeigt. Das liegt daran, dass ich auf der Anzeigengruppenebene auch noch einen Begünstigter und Zahlenden eintragen muss. Hier kann ich einfach den Unternehmensnamen kurz eintragen, das dann mit weiter bestätigen und dann verschwindet hier auch die Fehlermeldung. Anschließend kannst du deine Anzeige und Kampagne direkt über den Button unten rechts in der Ecke veröffentlichen. Oder wenn du noch irgendwelche Änderungen vornehmen möchtest oder vielleicht noch eine weitere Anzeigengruppe erstellen möchtest, dann kannst du auch auf Schließen klicken und dann wird der ganze Kampagnenfortschritt erstmal als Entwurf gespeichert. Das würde ich dir tatsächlich auch empfehlen zu machen, weil du anschließend eine Anzeigengruppe duplizieren kannst, indem du die Anzeigengruppe einfach auswählst, auf Duplizieren klickst, die ursprüngliche Kampagne auswählst, das Ganze bestätigst und dann kannst du zum Beispiel in der zweiten Anzeigengruppe die Zielgruppe ändern oder die Werbeanzeige ändern und dann darüber verschiedene Sachen testen. Ich möchte ganz gerne in dieser Anzeigengruppe ein Feature testen in der Werbeanzeige, deswegen ändere ich hier kurz den Namen, gehe dann auf die Werbeanzeige, ändere hier auch nochmal den Namen und dann passe ich hier den Anzeigentext an. Bei so einem Test solltest du wirklich darauf achten, dass du nicht zu viele Sachen auf einmal testest. Am besten ist es wirklich, dass du nur eine einzige Sache austauscht. Deswegen ist bei mir jetzt das Bild auch gleich geblieben. Theoretisch ist es nicht optimal, dass ich hier jetzt einen neuen primären Text habe, eine neue Überschrift und eine komplett neue Beschreibung. Am besten testest du auch nur eine Sache davon. Für den Anfang ist es aber auch okay, komplett andere Sachen zu testen. Ich möchte hier zum Beispiel testen, auf welche Sachen die Leute schneller anspringen. Also ob ich zum Beispiel ein Angebot in der Werbeanzeige promote, bestimmte Futures in der Anzeige hervorhebe. Und dann könnte ich jetzt theoretisch auch noch eine dritte Anzeigengruppe erstellen, indem ich dann zum Beispiel einen Painpoint verwende, wie mir das hier auch bei ChatGPT vorgeschlagen wurde. Und wenn ich durch diesen Test herausfinde, dass das Angebot zum Beispiel am besten funktioniert, dann kann ich auch nochmal einen weiteren Test machen und verschiedene Angebote gegeneinander testen. Und wenn irgendetwas davon richtig gut performt, dann kann ich dafür eine neue Kampagne erstellen. In dieser Kampagne würde ich dann das Budget auf der Kampagnenebene einstellen und dort alle Anzeigengruppen und Werbeanzeigen hinzufügen, die wirklich gut performen. Und über so eine Kampagne kannst du dann deine Facebook-Ads auch richtig gut skalieren. Ich werde das hier jetzt aber nicht alles einstellen, weil das dann sehr viel Wiederholung ist. Ich denke, du hast jetzt verstanden, wie du so eine Kampagne erstellst, auf was du dabei achten musst. Du weißt auch, wie du die Anzeigengruppen duplizieren kannst. Genau das Gleiche kannst du natürlich auch auf der Kampagnenebene machen. Wenn du hier zum Beispiel die Kampagne auswählst und auf Duplizieren klickst, dann wird die ganze Kampagne dupliziert und auch alles, was sich in der Kampagne befindet. Also auch die 2 Anzeigengruppen
und die 2 Anzeigen. Deswegen macht es Sinn, zuerst einen kompletten Durchlauf zu machen, indem du die Kampagne, die Anzeigengruppe und die Werbeanzeige konfigurierst und dann anschließend das duplizierst, das du ganz gerne testen möchtest. Wenn du alles eingestellt hast, dann musst du am Ende deine Kampagne natürlich auch noch veröffentlichen. Das kannst du in dieser Ansicht machen, indem du oben rechts auf Überprüfen und Veröffentlichen klickst. Mir wird hier noch ein Fehler angezeigt. Das muss ich mir natürlich nochmal anschauen und den Fehler beheben. Und anschließend kannst du einfach auf Veröffentlichen klicken und dann werden deine Kampagnen auch direkt aktiviert. Über Ein- und Aus kannst du die Kampagne dann auch wieder deaktivieren oder auch wieder aktivieren. Und genau das Gleiche kannst du auch für die Anzeigengruppen machen. Wenn du zum Beispiel siehst, dass eine Anzeigengruppe deutlich besser performt, dann pausierst du einfach die andere Anzeigengruppe und genau das Gleiche kannst du auch bei den Werbeanzeigen machen. Theoretisch hätte ich auch die verschiedenen Werbeanzeigen in einer Anzeigengruppe hinzufügen können. Ich habe es aber mit Absicht gemacht, dass ich 2 Anzeigengruppen erstelle, damit ich hier einfach das Budget gleich einstellen kann und sicher gehen kann, dass beide Werbeanzeigen auch das gleiche Budget erhalten. Als nächstes möchte ich dir auch noch zeigen, wie du die Performance auswerten kannst. Du siehst, es gibt hier schon ein paar Spalten, zum Beispiel für die Ergebnisse, für die Reichweite, für die Impressionen. Und diese Spalten kannst du anpassen, indem du auf die Performance klickst und dann ganz am Ende Spalten anpassen auswählst. Auf der linken Seite findest du eine Übersicht von allen KPIs, die du verwenden kannst. Wenn du hier irgendwo den Haken setzt, dann wird diese Metrik am Ende hinzugefügt. Und auf der rechten Seite kannst du auch die Spalten entfernen, indem du einfach auf das X klickst und dann einfach nur die Spalten auswählst, die für dich auch relevant sind. Was ich mir immer ganz gerne anschaue, das sind die ausgehenden Klicks. Darüber kannst du messen, welche Klicks auch wirklich auf deine Webseite gingen. Die Impressionen sind natürlich auch wichtig, deswegen füge ich die auch immer hinzu. Die ausgehende CTA ist auch wichtig, damit du einfach sehen kannst, welche Anzeigen häufiger geklickt werden, wo die Durchklickrate höher ist, weil das einfach ein Zeichen ist, dass eine Werbeanzeige auch gut performt, weil die Leute gerne auf diese Anzeige klicken und auch wissen wollen, was sich hinter der Anzeige befindet. Du hast auch die Möglichkeit, eine eigene Metrik zu erstellen, indem du auf selbst definierte Kennzahl erstellen klickst. Und eine Metrik, die wirklich hilfreich ist, ist die sogenannte Thumb Stop Rate. Die benutze ich immer, wenn ich Video-Ads schalte. Hier kannst du dann zum Beispiel die 3-sekündigen Video-Wiedergaben auswählen. Die teilst du dann durch die Impressionen und darüber kannst du erkennen, wie viele Leute das Scrollen unterbrechen, wenn sie deine Anzeige sehen, beziehungsweise wenn sie dein Video sehen. Und ein ganz guter Wert, das sind so ungefähr 30% und darüber kannst du auch erkennen, ob die Videoanzeige gut performt oder eher schlecht performt. Über den Button unten rechts in der Ecke kannst du die Kennzahl erstellen oder du kannst die Kennzahl auch direkt hinzufügen. Auf der linken Seite findest du dann Bereich Nur ich und dann kannst du hier die Metrik auswählen, die du gerade erstellt hast und dann wird die hier auch hinzugefügt. Eine weitere interessante Metrik ist die durchschnittliche Video-Wiedergabendauer. Dann ist es auch immer interessant, sich anzugucken, wie die Beiträge ankommen, also ob die Leute mit den Beiträgen interagieren. Da sind zum Beispiel die geteilten Beiträge interessant. Die Gefällt mir Angaben kannst du hinzufügen. Die Kommentare wähle ich immer ganz gerne aus. Und du kannst auch noch hinzufügen, ob dein Beitrag gespeichert wurde. Und das sind alles interessante Metriken, um zu sehen, ob die Leute mit deinem Beitrag interagieren oder nicht. Ganz wichtig sind natürlich auch die Käufe. Die solltest du auf jeden Fall hinzufügen. Die Kosten pro Kauf kannst du auch direkt auswählen. Der Return on Advertising Spend zeigt immer, ob deine Werbekampagne auch profitabel ist. Deswegen solltest du das auch hinzufügen. Und ganz am Ende ist es natürlich auch noch wichtig zu sehen, wie hoch deine Ausgaben waren. Und das findest du, indem du den ausgegebenen Betrag auswählst. Und dann habe ich hier jetzt insgesamt 20 Spalten. Bei den Käufen und bei dem ROAS kannst du hier auch noch individuell Sachen anpassen. Eine mobile App, die habe ich zum Beispiel nicht. Deswegen kann ich das hier entfernen. Und diese Ansicht kannst du auch speichern, indem du unten links den Haken setzt. Dann kannst du hier irgendetwas eintragen. Zum Beispiel kann ich hier KPIs, Testkampagnen reinschreiben, das Ganze übernehmen. Und wenn sich hier irgendetwas verschiebt, das wird auf jeden Fall ab und zu mal passieren, dann klickst du einfach auf die Spalten und dann kannst du hier die Vorauswahl einfach auswählen und die Spalten werden dann automatisch wieder angepasst. Eine weitere Sache, die ich dir noch zeigen möchte, ist, wie du eine Werbeanzeige in einen Post umwandeln kannst. Weil die Werbeanzeigen, die haben natürlich auch viel Engagement, die Leute klicken auf Gefällt mir,
Die Leute teilen den Beitrag. Und das Problem ist, wenn du die Werbeanzeigen abschaltest, dann geht das alles verloren und niemand kann es auf deiner Seite sehen. Aber du hast die Möglichkeit, diese Werbeanzeigen in einen Beitrag umzuwandeln. Das kannst du machen, indem du auf der linken Seite alle Tools auswählst. Unter den Kundeninteraktionen klickst du auf Seitenbeiträge. Dann wählst du die Anzeigenbeiträge auf der linken Seite aus. Hier werden dann deine ganzen Werbeanzeigen aufgelistet. Bei mir ist hier natürlich alles noch leer, weil ich noch keine Beiträge aktiv beworben habe, aber dann kannst du hier einen Beitrag auswählen. Auf der rechten Seite findest du einen Button, da kannst du draufklicken und dann kannst du einstellen, ob du diesen Beitrag veröffentlichen möchtest, oder du hast auch die Möglichkeit, darüber einen Beitrag zu löschen. Aber wenn du den veröffentlichst, dann wird der auch ganz normal auf deiner Facebook-Seite angezeigt. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen zu machen. Das Ganze wirkt einfach seriös, wenn die Leute deine Facebook-Seite besuchen und dann sehen, dass da auch wirklich aktive Beiträge sind und die Leute damit interagieren. Du bezahlst natürlich auch viel für die Facebook-Ads und dann gehen auch die ganzen Daten nicht verloren. Eine letzte Sache, die ich dir noch zeigen möchte, ist, wie du Zielgruppen erstellst. Dafür klickst du wieder auf alle Tools, dann wählst du die Zielgruppen aus. Die findest du unter dem Bereich Werbung. Bei mir wird hier zum Beispiel auch die Zielgruppe angezeigt, die ich gerade erstellt habe und gespeichert habe. Theoretisch kannst du in diesem Bereich auch einfach so ein bisschen rumprobieren, was es so für Interessentargeting gibt und welche Zielgruppe für dich vielleicht relevant sein könnte und wie groß diese Zielgruppe ist. Und das kannst du machen, indem du oben links auf Zielgruppe erstellen klickst. Und dann gibt es hier 3 verschiedene Optionen. Die gespeicherte Zielgruppe, das ist dann das Interessentargeting, was ich hier auch benutzt habe. Eine Lookalike Audience ist eine geklonte Zielgruppe, die auf den Daten von einer Custom Audience basieren. Und eine Custom Audience, das ist einfach eine Zielgruppe, die anhand von deinen eigenen Daten erstellt wurde. Also zum Beispiel alle Leute, die deine Webseite besucht haben und bei denen der Facebook-Pixel gefeuert wurde. Du kannst auch eine Custom Audience für alle Käufer erstellen. Das ist natürlich die wertvollste Zielgruppe. Theoretisch hast du dann auch die Möglichkeit, so eine Zielgruppe zu klonen und eine Lookalike Audience zu erstellen. Das ist aber datenschutzkonform etwas kritisch, deswegen würde ich dir auch empfehlen, das nicht zu machen. Aber die Möglichkeit, die gibt es auf jeden Fall. Ich möchte dir aber ganz kurz eine Custom Audience zeigen. Deswegen klicke ich hier ganz kurz drauf. Dann gibt es hier verschiedene Quellen. Zum Beispiel kannst du deine Webseite auswählen, das Ganze mit weiter bestätigen. Wichtig ist, dass du hier auch den richtigen Pixel auswählst für den Fall, dass du mehrere Pixel hast. Du kannst auswählen, ob du alle Webseitenbesucher auswählen möchtest oder Personen, die nur eine bestimmte Unterseite besucht haben. Du kannst auch ein Event auswählen. Wenn du hier das Purchase-Event auswählst, dann werden zum Beispiel alle Leute in dieser Zielgruppe aufgenommen, die auch ein Produkt gekauft haben. Das solltest du auf jeden Fall erstellen, einfach nur damit du diese Zielgruppen hast und damit diese Zielgruppen auch schon mal mit Leuten gefüllt werden. Über den Zeitraum kannst du festlegen, wie lange die Leute in der Zielgruppe bleiben. Hier kannst du maximal 180 Tage auswählen. Je größer der Zeitraum ist, desto größer ist natürlich auch deine Zielgruppe, was natürlich auch ein Vorteil sein kann. Du kannst die Zielgruppe auch noch weiter definieren, zum Beispiel, wenn du mehrere Besucher von einer bestimmten Unterseite kombinieren möchtest. Du kannst auch Personen ausschließen, zum Beispiel kannst du hier alle Käufer hinzufügen, dass wirklich nur die Webseitenbesucher in dieser Zielgruppe aufgenommen werden, die noch kein Produkt gekauft haben. Dann kannst du die Zielgruppe benennen, zum Beispiel kann ich hier alle Besucher reinschreiben, 180 Tage und das Ganze dann bestätigen. Im nächsten Schritt wirst du direkt gefragt, ob du irgendetwas mit deiner Zielgruppe machen möchtest, also zum Beispiel direkt eine Lookalike Audience erstellen, eine Werbeanzeige dafür zu erstellen oder eine weitere Custom Audience zu erstellen. Das kannst du auch erstmal mit fertig bestätigen. Dann bist du hier wieder ganz normal in der Übersicht. Die Verfügbarkeit wird hier gerade überprüft. Da befinden sich natürlich noch keine Daten, weil die Zielgruppe so neu ist. Aber langfristig kannst du hier dann sehen, ob du die Zielgruppe verwenden kannst und ob sich genug Leute in der Zielgruppe befinden. Dann gibt es noch weitere Custom Audiences, die du verwenden kannst. Zum Beispiel kannst du hier auch die Meta-Quelle auswählen. Das ist auch noch ein interessanter Bereich. Zum Beispiel kannst du hier für dein Instagram-Konto eine Zielgruppe erstellen oder für deine Facebook-Seite. Damit werden dann alle Leute aufgenommen, die mit deinem Instagram-Konto interagiert haben. Oder mit deiner Facebook-Seite. Du hast auch die Möglichkeit, ein Video auszuwählen. Das ist tatsächlich interessant, wenn du Videowerbung schaltest, weil du dann eine Zielgruppe erstellen kannst für alle Leute, die zum Beispiel die ersten 3 Sekunden sich von dem Video angeschaut haben. Das ist auch eine Strategie, die häufig verwendet wird, dass einfach ein Video einer möglichst breiten Zielgruppe ausgespielt wird und alle Leute, die mit dem Video interagieren, die werden in einer Zielgruppe aufgenommen und dann schaltet man eine zweite Kampagne dahinter, nur für die Leute, die schon mit deinem Video interagiert haben, weil da natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass diese Leute auch ein Produkt kaufen oder jedenfalls
ein bestimmtes Interesse haben. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man hier machen kann. Natürlich ist es wichtig, dass diese Zielgruppen auch eine bestimmte Größe haben. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, solche Zielgruppen zu verwenden, wenn du wirklich nicht viel Traffic auf deiner Webseite hast. Aber schau dir das einfach mal an. Du solltest auf jeden Fall eine Zielgruppe für deine ganzen Webseitenbesucher erstellen und dann kannst du theoretisch auch dafür eine Remarketing-Kampagne später erstellen. Das war auch alles, was ich dir für den Anfang zeigen wollte. Ich weiß, es waren ganz schön viele Informationen auf einmal. Du weißt jetzt auf jeden Fall, wie du eine Facebook-Ads-Kampagne erstellen kannst. Du weißt, wie du den Facebook-Pixel installierst. Ich hoffe, dass das bei dir auch alles geklappt hat. Du weißt, welche Metriken du dir anschauen kannst, um die Performance von deinen Kampagnen so ein bisschen auszuwerten und auch zu optimieren. Und du weißt, wie du Zielgruppen erstellst. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir gerne in den Kommentaren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dem Video auch einen Daumen nach oben geben kannst. Dadurch weiß ich einfach, dass du dich für solche Inhalte interessierst. Und dann werde ich in Zukunft auch mehr Videos zu diesem Thema veröffentlichen. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Erfolg mit deinen Facebook-Ads und ich hoffe, dass du in dem nächsten Video auch wieder dabei bist.